Hallo, liebe Community, hier ist der Chris und wir wollen heute wieder weitermachen mit der Printen CV4. Ja, heute werden wir mal die Spindel an der Z-Achse befestigen und ja, da sage ich euch dann noch ein bisschen was dazu und noch ein paar andere Sachen, die ich so vorbereitet habe. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, aber was ich auch noch machen muss, ich muss erstmal liebe Grüße an den Roy ausrichten. Grüß dich. Du hast gesagt, soll ich mal grüßen in meinen Videos, dann mache ich das mal. Grüße gehen raus an Roy und Manu und wie sie alle heißen. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Peace, peace. Und ja, ansonsten würde ich sagen, geht's los, oder? Ja, machen wir los. Wir sehen uns gleich an der Maschine. Da sind wir jetzt an der Maschine. Ich habe das schon mal vorbereitet hier. Die Spindelklammer, die haben wir natürlich gebohrt, ist ja klar. Wir haben ja hier diese wunderschöne Spindelbohrhilfe, die kommt hier drauf. Habe ja schon mal drüber gesprochen. In der Mitte kommt ein Loch rein. Das macht ihr bitte so groß, wie euer Schraubenkopf ist. Ja, ganz einfach. Imbusschraube nehmen, dann hier Messschieber nehmen, messen 10 mm, also hat quasi Kopfmessen von der Zylinderschraube 10 mm, ist eine M6er Schraube, hat einen 10 mm Kopf, also habe ich hier ein 10 mm Loch in der Mitte gebohrt. Das ist der Pivotpunkt nachher, ne? Das ist wichtig, dass der nicht zu groß wird. Die äußeren Schrauben habe ich 6,5 gebohrt, dass wir ein bisschen Spiel haben, und die inneren Schrauben, da habe ich, also die inneren Löcher, da habe ich ein M8 Gewinde reingeschnitten. Ja, ihr seht das mit dieser Bohrhilfe, super easy machbar. So, was wir jetzt machen ist, wir vergessen hier nicht die M6er Schraube, M6x12. Die machen wir auf jeden Fall da rein und die darf auch nicht so lang sein, sonst drückt die nämlich auf der anderen Seite auf die Dings, ne? auf die Spindel hier, ne? Das wollen wir nicht. So, das ist unser Pivotpunkt und bei der Spindelklammer habt ihr 3 Schrauben. Da werdet ihr euch wundern, dass die mittlere nicht reingeht, denn die äußeren beiden Schrauben ziehen die Klammer zusammen. Und die innere Schraube drückt sie auseinander. Ja? Und damit habt ihr den Vorteil, dass ihr die Spindel da easy reinkriegt, weil ihr diese Klammer damit aufdrücken könnt. Ich mache meine Schrauben nach rechts. Wo die sind, spielt keine Rolle. Da kann sein, dass ihr, wenn ihr richtig blöd mit einem Maßproblem habt, dass ihr so umdrehen müsst. Ja? Dass ihr den so rumbauen müsst. Ich baue meinen jetzt nach so. Als Schrauben 5x25, 6x25 würde ich euch raten. Die habe ich jetzt aber gerade nicht da. Ich habe nur 6x20, aber für euch jetzt zur Vormontage reicht das. Das heißt, wir gehen durch das obere Loch. Wir drehen da schon mal eine Schraube rein. Ich drehe die schon mal ein bisschen fester, damit mir das hier nicht so rumbaumelt. Aber es kann ja jetzt eigentlich nicht mehr weg, denn es liegt auf der mittleren Schraube, ne, auf der Pivotschraube. Und dementsprechend ja, ist das easy eigentlich anzubauen. Bei mir werden wahrscheinlich die Löcher nicht so gut passen, weil ja, es ist... Ich habe das ein bisschen rabiat gebohrt, aber das passt eigentlich. Und wenn das nicht geht, dann bohrt das Loch ein bisschen größer. Dann bohrt das Loch in der Spindelklammer auf 6, irgendwas. Ja, wir werden nachher die Spindelklammer mit diesem Push-Pull-Prinzip sowieso verspannen. Ja, das heißt, die äußeren 4 Schrauben ziehen die Klammer ran und die Madenschrauben drücken die weg. Ja, und da kann das sogar sein, dass ihr hier zwischen Platz habt. Das ist dann auch nicht schlimm. Ja. Das kann natürlich sein. Die sollte natürlich möglichst anliegen, aber ich kann euch eins sagen, die Spindelklammern, die ich bisher alle gesehen habe vom Chinesen, die waren alle so krumm, weil das ist ein Gussteil und dementsprechend, die Chinesen sind ja froh, wenn sie das heile aus der Gussform kriegen. Das wird wahrscheinlich irgendwo im Sand gegossen oder so, keine Ahnung, vielleicht sogar in Pakistan, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber naja, also 5x25, 6x25 würde ich nehmen an eurer Stelle. Ich habe jetzt leider in Anführungszeichen nur 20er. Muss ich mir noch welche kaufen, weil sonst die Spindelplatte ist 12 mm und der Kranz hier von der Spindelklammer ist 13 mm. Da braucht ihr also 25 mm Schrauben, damit ihr hinten der Anstoß und nicht hinten rausguckt. Aber ist nicht schlimm. Ja, also wir schrauben das jetzt einfach erstmal grob fest. Wir brauchen das nachher sowieso nochmal. Wir müssen das nachher nochmal lose machen. Aber so schön festmachen, dass ihr hier auf jeden Fall sicher sein könnt, dass das nicht runterfällt. Ja, so. 6x25 würde ich da nehmen. Hier, ihr seht, ich habe 6x20 und was anderes habe ich nicht. So, als nächstes haben wir dann hier 8x8 Grupp-Screws, also, ja, wie heißen die in Deutsch? Madenschrauben. Ich rede so viel in Englisch in letzter Zeit, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie dieses Zeug in Deutsch heißt. Madenschrauben. 8x8er. Ja, Hammer. Haben wir. So, die schrauben wir auch gleich darin. Oh, da passt mein Bit nicht. Muss schon anders. Bitte mitnehmen. So. Gucken wir mal, ob das passt. Ja, das passt. Also die schrauben wir da gleich rein. M8x8. Einfach, damit die da drin sind, damit wir die nachher eben schon haben, wenn wir sie brauchen. Die legen wir auch nicht an, wir schrauben die nur rein. Ja, wir schrauben die nur rein, dass sie da drin sind. Die M8er Madenschrauben.
Die sind nachher zum Ausrichten gedacht. So, also schrauben wir die erstmal grob rein. Und wie gesagt, das Ausrichten, das werden noch einige Videos werden, das kann ich euch sagen. Und das wird auch ein bisschen kompliziert. So, und jetzt möchte ich aber nebenbei nochmal die Zeit nutzen und nochmal über die Elektrik reden, weil da weiß ich, dass ihr da alle drauf wartet. Ich werde euch nicht zeigen, wie ich meinen Elektrokasten baue, beziehungsweise wie ich ihn verkabele, denn ich bin ein großer Feind davon, euch Elektrik im Video zu zeigen. Das machen schon ganz viele Leute falsch, also die euch einfach Dinge zeigen, die ihr gar nicht machen dürft, weil ihr keine Elektrofachkräfte seid. Wenn ihr die Elektrik macht, dann macht ihr das bitte mit einem Kumpel. Ja? Ein Kumpel, der ist Elektrofachkraft, mit dem macht ihr das zusammen. Ihr macht das nicht alleine nach irgendeinem YouTube-Video. 230 Volt bringen euch um. Die töten euch. Ohne Scheiß. Und dann hat eure Familie keinen Mann mehr, keinen Freund mehr, eure Freunde nicht mehr, eure Kinder nicht mehr, eure Nachbarn, was auch immer. Macht das bitte nicht. Ja, ihr macht die ganze Elektrik mit einer Elektrofachkraft zusammen. Ein Kumpel, der Elektriker ist, der kann euch da helfen bei den 230 Volt Sachen. Deswegen werde ich euch dann in den nächsten Videos nur meine Platte zeigen, wie ich die, wo was bei mir ist und wie ich das baue. Aber das Verkabeln mache ich dann ohne euch, ja, weil das ist etwas, was ich euch nicht zeigen will. So, jetzt haben wir hier unsere Sachen hier dran gebaut. Jetzt fehlen hier oben noch die beiden Schrauben. Diese beiden Schrauben sind ja dafür da, um nachher das Ganze auszurichten. Ja, das heißt, wir machen die Spindelklammer nachher lose. Also erstmal richten wir diese Spindelplatte nachher aus zur Referenzfläche, dass das hier alles schön gerade läuft. Und danach richten wir die Spindel noch aus, dass die senkrecht nach unten zeigt. Ja, und dazu müssen wir natürlich hier das möglicherweise ein bisschen drehen. Und da man, wenn man die Schrauben losmacht und das ein bisschen dreht, natürlich im Zehntelbereich oder Hundertstelbereich nicht drehen kann, haben wir hier die entsprechenden Schrauben, ja, die das für uns bewerkstelligen. Da seht ihr auch schon, dass die von mir vorgesehenen 5x20 Schrauben, 6x20 Schrauben, die passen nicht. Ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas Größeres nehmen, wahrscheinlich 30 oder so. Die habe ich hier auch noch irgendwo im Regal liegen, aber die hole ich jetzt nicht. Oder? Weiß ich nicht, hole ich sie? Ach, jetzt mein Stuhl, der quietscht. Wartet mal, hier sind doch 2 Schrauben, dann nehmen wir doch die. Ja, so, jetzt habt ihr meine Glatze gesehen. So, also die könnten fast reichen, diese Schrauben. Ne? Die schneiden sich hier ihr Gewinde selbstständig rein. Sieht zu, dass er die gerade ansetzt, dass die auch gerade reingehen. Das ist ja ein Kunststoffteil, wo sich dann das Gewinde selbst drin geschnitten wird. Ja, dass die schön gerade runtergehen. Und dann ist das eigentlich auch schon gegessen, das Thema hier mit diesen Schrauben. Das sind dann unsere Ausrichtschrauben für die Spindelklammer. Ja, also die brauchen wir nachher noch. Das Ganze gibt es natürlich auch hinten auf der anderen Seite für die Z-Achse. Habe ich euch ja, glaube ich, schon erzählt. Hier hinten sitzt ja die Tramba hinter. Ne, die hat genau dieselben Schrauben. So, jetzt stehe ich aber mal auf, weil im Sitzen diese Schraube da gerade reinschrauben, das ist nicht möglich. Deswegen werde ich jetzt mal hier so mich mal hier so hintun. Prinzipiell muss sie da jetzt nicht 90 Grad direkt drauf drücken. Die muss dann nachher dann nur drauf drücken. Ja. So, jetzt hole ich mal meine Rachi-Tachi, weil mit der kann ich das nämlich schön drehen. Ach, hier ist mein Bluttack festgeklebt. Also so 100%ig gerade muss diese Schraube nicht sein. Also 1000%ig gerade würde ich jetzt mal sagen, muss er nicht sein. Sie sollte aber natürlich vernünftig gerade dann schon doch auch auf die Spindelklammer drücken, ja, im Fall eines Falles. Ich sehe aber hier, dass ich wahrscheinlich mit 30 mm gar nicht klarkomme. Ich werde wahrscheinlich noch eine größere Schraube nehmen müssen, also eine längere. Wie gesagt, die braucht nicht viel Weg. Wir reden ja nicht davon, dass diese Schraube eure Spindelklammer jetzt 10 mm wegdrücken soll, sondern wenn ihr die jetzt hier drauf schraubt, ja, das wird nicht reichen. Ne, ihr seht schon, die hat hier kaum noch Weg. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen Weg. Also ich denke, ich werde dann, das sind jetzt glaube ich 30er, dann nehme ich halt 35er oder 45er. Gucken die halt oben ein bisschen raus, das ist nicht schlimm. Also die können wir nicht nehmen. Ja, dann wisst ihr das schon mal. Ja, und damit ist eigentlich die also die Spindelklammer schon dran gebaut. Ja, ihr habt natürlich die Z-Achse vorher schon fertig gebaut. Da habe ich euch ja schon mal ein paar Sachen zu erzählt, zum Beispiel diese Schraube hier anballern. Und bei dieser Schraube dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, hier oben ist natürlich diese kleine Mahnschraube. Ja, vergesst nicht diese kleine Mahnschraube, sonst löst sich die Mutter und eure Spindel fällt aus dem Lager raus. Ja, naja gut, die kann nicht rausfallen, ihr wisst ja immer noch, wir haben hier unten immer noch die Sicherheitsschraube, über die haben wir ja schon mal gesprochen. Ja, also 5x30 geht bei mir nicht. Habe ich jetzt aber auch nicht im Plan geguckt, was vorgesehen ist. Wahrscheinlich 6x35, nicht 5x5, nicht 5x30, sondern 6x30. Passt bei mir nicht. Ich würde 6x45 nehmen oder 6x35. Habe ich jetzt aber auch nicht da, also muss ich nämlich 6x40 oder so.
Ja, also das ist schon mal klar. Hier seht ihr auch die kleinen Schmiernippelzer, die habe ich da auch schon dran gebastelt. Da braucht ihr dann die sogenannten Schmiernadeln. Die habe ich euch die schon gezeigt? Naja, das machen wir dann später noch. Das sind nämlich keine Schmiernippel, wo ihr hier so mit dem mit der Schmiernippelzange drauf kommt hier. Also der da, hier ist der normale Schmiernippel. Ja. Hier braucht ihr dann im Prinzip eine Nadelschmierung. Aber die zeige ich euch ja irgendwann, wenn es soweit ist. Ja. Okay, also das Ding ist hier dran, grob vorbereitet. Das kann ja auch drauf sitzen, wie es will. Also hier schließt es ab und rechts schließt es nicht ab. Das ist völlig normal. Das ist ein gegossenes China-Teil. Ne? Also macht euch da bitte nicht heiß. Und dann lösen wir einfach die äußeren Schrauben. Wenn ich dann den richtigen Einsatz finde, lösen wir einfach die äußeren Schrauben ein bisschen. So, ein bisschen lösen. So, dann drücken wir die Schraube hier ein bisschen rein. So, damit ist jetzt die Spindelklammer offen, also weiter geht's nicht. So, jetzt muss ich kurz mal hinter die Kamera rennen und hole mal hier die Uschi. Meine Spindel heißt Uschi übrigens, ne? Ihr könnt ja eurer Spindel auch Namen geben. So, das ist Uschi. Und Uschi muss von oben nach unten rein, nicht von unten nach oben. Ja? Weil Uschi hat hinten nämlich einen Kranz, mit dem das nicht geht. Wenn er den da dran macht. So, jetzt haben wir Uschi drin. Ich mache hier die Dings, die könnt ihr auch hier so an der Seite machen, ja, die Wasseranschlüsse. Und was ihr jetzt einfach macht, ist, ihr löst einfach die mittlere Schraube, dreht die lose, dann klemmt das hier schon. Und jetzt drehen wir die anderen Schrauben fest. Das ist jetzt nur angesetzt. Ja? Die richtige Höhe ist noch nicht festgelegt. Und ihr habt es gerade schon gesehen, was passiert. Die Uschi ist so schwer, ja, dass Uschi runterfährt. Und da müsst ihr aufpassen. Ihr dürft die Achse nicht mit der Spindelmutter drehen. Ihr müsst immer die Achse drehen, damit Uschi sich nach unten bewegt. Ja? Also nicht also jetzt hier am Wagen hin und her schieben, sondern wenn ihr die Achse schieben wollt, dann immer die KGT bewegen. Und damit Uschi jetzt unten nicht aufknallt, packe ich Uschi jetzt hier mal einen kleinen Karton drunter. Und da seht ihr, Uschi ist da. Die nächste Frage ist, wie weit muss Uschi hier rein? Na, das ist klar. Ihr guckt euch euren maximalen Z-Travel an. Ja, also ihr seht es ja, Uschi ist schon fast unten. Ja, das heißt, wir sind jetzt schon fast am Anschlag des Z-Weges. Und natürlich sollte der Hebel möglichst klein sein. Also von hier, wo das Werkzeug sitzt, bis hierhin. Ja, also der Weg sollte möglichst kurz sein, damit diese Kräfte, die die Spindel bringt beim Bearbeiten, dass die hier reingehen. Ja, und nicht die Spindel irgendwie zu lang machen. Also hier oben zum Beispiel hin macht keinen Sinn. Wird sowieso nicht gehen, ja, weil dann habt ihr ja kaum Weg. Und ihr wollt natürlich Z-Clearance haben, also Z-Freiheit. Das bedeutet, je weiter jetzt diese Klammer unten ist, ja, desto mehr Platz habt ihr, wenn die Spindel hochfährt. Ja, euer maximaler mögliche Höhe ist ja diese Kante hier unten. Ja, also hier unten, wo der Winkel ist, das ist ja eure maximal mögliche Z-Höhe, die ihr habt. Die ist, das hat, glaube ich, schon mal jemand gefragt, wie hoch das ist. Ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, ein Brett drauf liegen. Was heißt denn hier für ein Brett drauf liegen? 20 mm Brett. Habe ich jetzt auf meinen Stahlträger liegen. Und ich habe jetzt eine Z-Clearance von, lass mich mal gucken, ungefähr 11 cm. Ja, also 11 cm dick kann euer Scheiß hier sein, wenn das hier eure Höhe nachher ist. Aber da wird natürlich hier jetzt noch eine MDF-Platte drauf kommen mit T-Nuten oder eine Aluplatte mit T-Nuten, das weiß ich alles noch nicht. Deswegen, die kann auch geringer sein. Und das ist auch genau so gewollt, denn das ist eine Metal Cutter. Das heißt, die soll ja sehr wenig Winkel aufbauen beim Bearbeiten. Also das heißt, wir sind nah dran am Bauteil und die Wege sind möglichst kurz, damit die Hebel kurz werden, damit die Maschine sich nicht deflektet, also wegbiegt. Ja, so. Also hier bitte aufpassen, dass Uschi halt nicht runterklatscht. Und wenn ihr Uschi jetzt wieder hochfahren wollt, dann drückt ihr Uschi ganz leicht nach oben und dann dreht ihr hier oben an der Z-Achse. Ja, nachher braucht ihr keine Angst haben, der Motor wird das nachher halten, der Spindelmotor hier oben, der hier dranhängt, der hält das nachher, weil ihr seht, wenn ich jetzt langsam loslasse, dann fährt Uschi nach unten, weil Uschi ist so schwer. Uschi ist ein dickes Ding. Ja. Es kann euch natürlich passieren, dass wenn ihr die Maschine ausmacht, dass die Spindel runterknallt, weil euer Motor hier oben das nicht mehr aushalten kann. Der ist ja dann, wenn er ausgeschaltet ist, wird der ja nicht mehr gebremst. Ne? Der Antriebsmotor hier oben, der Stepper. Und kann sein, weil Uschi so schwer ist, dass er dann runterfällt. Also würde ich euch schon mal raten, wenn ihr die Maschine ausmacht, guckt euch das einmal an, ob die Uschi da stehen bleibt, wo sie ist. Weil die wiegt natürlich eine Tonne, das habe ich euch ja erzählt.
Ja, das ist sie. Und dann kommen jetzt die Motoren drauf. Hier habe ich ja schon die Sensorik hier, ne, ist ja hier hinten schon dran, hier Z-Sensor ist schon drin, die Y-Sensoren sind schon drin, die müssen wir dann hier noch verkabeln zum Toolhead und zum Dings. Und jetzt kommt es nämlich, was ich euch noch erzählen wollte, um jetzt hier oben diese ganzen Netzwerkkabel zu machen. Ja, da braucht ihr ja keine 30 Meter Netzwerkkabel, die ihr jetzt hier irgendwo besorgen müsst. Ja, also um jetzt hier oben hinzukommen mit dem Netzwerkkabel, könnt ihr ja nicht einfach hier vom Gantry PCB hier Netzwerkkabel rüberziehen. Nee. Ihr müsst natürlich in den Schlepp, ja, durch den Schlepp durch, dann hier aus dem Schlepp raus und dann hier oben hin. Ja, weil das bewegt sich ja. Also dementsprechend muss das mit durch den Schlepp. Ja. Bei den Netzwerkkabel habe ich mir nämlich was überlegt. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die lege ich hier nochmal hin, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich habe mir nämlich was überlegt. Man kann sich natürlich normale Netzwerkkabel kaufen und jetzt auch immer die Frage, was sind für Netzwerkkabel, wofür sind die? Beim FlexiHall, bei unserer Steuerung, ist es ja so, dass wir alle möglichen Sensoren, die wir hier überall haben, könnten wir zur Steuerung einzeln ziehen, wollen wir aber nicht. Deswegen nutzen wir die sogenannten Gantry-PCBs und das Toolhead-PCB. An das Toolhead-PCB kommt der Z-Endstopp, es kommt der eine Y1-Endstopp, der Y2-Endstopp kommt hier auch hin. Und der Tool, also die Probe, also wartet mal, ich hole sie mal, habe ich euch ja gezeigt, die Probe, ja, der Taster. D-Taster, 3D-Taster, der kommt dahin und der Toolsetter, also der Werkzeuglängensensor, der geht direkt zur Steuerung. Ja, den werden wir nicht hiermit anschließen und dementsprechend bietet das FlexiHall die Möglichkeit, das Ganze über ein Netzwerkkabel dann zur Steuerung zu bringen. Das heißt, ihr braucht da nicht 1000 Kabel einziehen, sondern bloß ein Netzwerkkabel. Netzwerkkabel von hier durch den Schlepp hier hin und das ist ein sogenannter Pass-Through-Port und der zweite Port geht dann zur Steuerung. Und dafür nimmt man normalerweise Netzwerkkabel, da könnt ihr irgendwas nehmen, aber ihr habt natürlich den Nachteil, dass ihr nicht wisst, wie lang das sein muss. Und deswegen habe ich hier Cat 7 Netzwerkkabel bestellt. Zeige ich euch schon mal, ich mache das mal auf. Soll man nicht machen, dann mache ich jetzt einfach mal. Hier haben wir Cat 7 Netzwerkkabel, schön in Orange, damit wir auch immer sehen, wo das ist. Und Cat 7 ist ja easy, ja, das kann man eigentlich easy peasy lemon squeezy, kann man das selbst krümpen. Ja, und tatsächlich habe ich auch 50 Meter bestellt, denn ich will hier im Haus auch noch ein Kabel verlegen, weil ich nämlich mein Internetrouter ist weit weg von hier und das geht jetzt alles per Funk. Das will ich nicht, deswegen habe ich gesagt, ich lege mich jetzt hier noch ein Kabel in meinen Bastelkabuff. Und um dieses Kabel dann zu konfektionieren, haben wir hier die wunderschönen Stecker, so eine Selbstbaustecker, Netzwerkstecker, und da kann ich euch sagen, das kann jeder Gorilla, kann das. Das sind halt solche Metallstecker, die hier farblich gekennzeichnete Inlets haben, die man einfach nur da reinsteckt, die Kabel entsprechend konfektioniert. Da gibt es auch bei Amazon, kann ich euch einmal verlinken, gibt es auch eine Anleitung, wie man die bauen muss. Aber das ist wirklich super einfach, ja? Diese Selbstkrimp-Netzwerkstecker. Habe ich jetzt 8 Stück. Wir brauchen keine 8 Stück für die Maschine. Wir brauchen 1, 2, 3 und auf der anderen Seite 4. 4 Stück brauchen wir. Und 2 Kabelenden brauchen wir. Einmal das kurze Ende, was hier durch den Schlepp geht und hier hochgeht. Und einmal das etwas längere Ende, was dann zur Steuerung geht. Ja, obwohl das quasi fast genauso lang ist. Aber das habt ihr schon mal gesehen. So, was ich hier noch auf den Tisch gepackt habe, ist auch eine sehr interessante Geschichte. Die werden wir noch zusammen bauen. Da könnt ihr euch drüber freuen. Zum einen kommt hier noch ein schöner Sticker drauf. Ja, auf den warte ich noch, auf den Sticker. Mal gucken, wann der kommt. Wir haben hier ein WS 2812 LED-Streifen. Ja, auch sehr, sehr, sehr cool. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, also das ist ein Meter mit 144 LEDs. Also ihr seht, der ist sehr, sehr, sehr eng. Ja, also ein Meter reicht ja, für das Gantry. Da kommt nämlich jetzt an das Gantry kommt ein LED-Streifen dran. Naja gut, sagt man sich, ja Chris, ist ja ganz toll mit dem Gantry, dann hast du da Licht dran, aber das sind ja hier WS 2812, das sind ja programmierbare LED-Streifen. Wie willst du das denn machen? Na, ganz einfach. NC-Sender, das Tool, was nachher den G-Code sendet, ist in der Lage, über Modbus mit meiner Spindel zu sprechen, also quasi mit dem Umrichter der Spindel. Und was Modbus ist ja ein serielles Protokoll, das ist Client-Server-Prinzip, das heißt, mein Umrichter ist der eine Client und wir können noch einen zweiten Client machen, nämlich einen ESP32, der per Modbus dann Befehle bekommt. Und zwar gibt es da schon fertige Lösungen, also nee, fertig nicht, ich muss es noch fertig machen, aber es gibt schon Ansätze von Leuten, aber die werde ich dann verfeinern, dass das dann hier passt für mich. Dann kann NC-Sender über den Modbus Register schreiben in den ESP32 und der ESP32, der nimmt dann hier so einen Max-Chip als Kuppel, also der ESP32 treibt
Also der kriegt sozusagen den Befehl der ESP32 und übergibt das dann mit diesem Max, wie heißt denn dieser Chip? Max, ich muss mal meine Brille absetzen. Der heißt, steht hier nicht drauf, ey, scheiße. Ja, ich muss euch natürlich sagen, wie der heißt. Das steht aber hier, glaube ich, auf der Platine drauf. Das ist im Prinzip ein UART auf RS 485, also Modbus Adapter. Ja, und das ist der Max, wie heißt denn der? Steht hier nicht drauf? War da nicht. Jedenfalls RS 485 auf TTL. Das ist hier so ein Adapter, also ein Modbus-Adapter. Ja. Und dieser Modbus-Adapter, der spricht dann mit dem ESP32, beziehungsweise der ESP32 empfängt von der Maschine die Modbus-Befehle in ihr Register. Der ESP32 schickt die weiter an diesen hier, hast du nicht gesehen, Adapter, RS485. Und dieser RS485 Adapter, nee, ich habe euch eigentlich gerade totalen Blödsinn erzählt, der ESP32 empfängt Befehle von der Steuerung von FlexiHall, weil der nämlich ein Modbus-Client ist, ja, und über diesen Adapter, also der Adapter ist an FlexiHall dran, Modbus, dann kommt der UART raus, der ESP32 empfängt das und der steuert dann die LED-Streifen. Ja, mit Neopixel oder mit Fast LED oder was auch immer. Und das bedeutet, dass wir jeden Status unserer Maschine farblich abbilden können. Also unsere Maschine wird dann in verschiedenen Farben leuchten. Grün, wenn sie produziert, blau, wenn er joggt, was weiß ich was. Ne? Also alles sowas kann man dann damit realisieren. Das Projekt werde ich euch nochmal extra vorstellen. Da brauche ich auch noch ein bisschen Zeit für, das auszudenken mir, aber ich habe schon probiert, wie es geht und das ging. Also werde ich das jetzt auf Platine machen und dann, ja, hier habe ich jetzt auch noch so einen Max irgendwas Adapter. Und die sind jetzt von Dollartech, glaube ich. Ja, ich auch von Amazon, ja, einfach RS485 auf TTL suchen. Ja, das sind hier so eine kleinen Platinen, die sind ziemlich cool. Und hier steht es auch drauf, RS485 to TTL. Wahrscheinlich werde ich auch die nehmen, weil die können wir schön löten. Die sind schön klein, ne? Also schöne Platinen. Also nochmal zusammengefasst, FlexiHall sendet über das Modbus-Protokoll Befehle an den Umrichter, um die Spindel zu steuern. Es ist ein bestimmter Client, ja, in dem Fall hat der Umrichter halt eine Nummer. Ja, und der ESP32 verhält sich als zweiter Client auf dem Modbus und empfängt sozusagen die Befehle über bestimmte Register, und wenn eben bestimmte Register ersetzt werden, weiß der ESP32, welches Programm er bei den LEDs hier starten soll. Ja? Und das geht halt nur mit diesem Adapter, weil Modbus ist halt RS485 und das müssen wir umsetzen in TTL, ne? Damit der ESP32 das versteht. Und da wir natürlich WS2812 ja, LEDs haben, das sind 5 Volt LEDs, brauchen wir natürlich noch ein kleines 5 Volt Netzteil dazu. Das kommt auch noch mit dem Schaltschrank. Und das hat jetzt 10 Ampere, die wir nicht brauchen werden, aber ja, 5 Volt 10 Ampere, made in China, riecht auch nach China, riecht richtig derbe nach China, das Ding. Das ist wie China so riecht, ja. Also ich könnte 10 Netzteile hinlegen und ich sag dir, welches aus China kommt. Das riecht man. Man riecht es einfach. Also 10 Ampere, 5 Volt. Und da haben wir dann auch gleich den Vorteil, dass wir natürlich dann auch eine stabile 5 Volt Versorgung haben für den ESP32. Obwohl FlexiHall selber ja 5 Volt erzeugt, reicht natürlich der Strom nicht, der da rauskommt. Deswegen extra Netzteil für die LEDs. Und der ESP32 wird auch extra über dieses Netzteil versorgt, kriegt auch eine extra Sicherung, dieses Netzteil, damit da nichts passiert. Ja, also das seht ihr. Wird dann das nächste Projekt. Ich muss das aber noch ausbaldowern, wie ich dem ESP32 beibringe, auf die Modbus-Befehle zu hören. Das muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Dazu muss aber erstmal die Anlage laufen, dass ich Modbus-Befehle senden kann über NC-Sender. Und im NC-Sender werden wir dann ein Plugin brauchen, was eben bei Statuswechsel wie Jog, Error wird dann rot, beim Fahren, also wenn wir fräsen, machen wir es weiß, damit wir was sehen, wo wir fräsen, ne, und so weiter. Beim Joggen vielleicht blau und beim Werkzeugwechsel grün oder was auch immer. Da gibt es ganz viele Farben. Das können wir dann nachher konfigurierbar machen. Das werde ich auch so programmieren. Da müsst ihr mir noch ein bisschen Zeit geben, denn ich muss erstmal ausbaldowern, also wie ich das Plugin in den NC-Sender baue und wie ich dann diese Modbus-Befehle an den ESP sende und die da auswerte, damit dann dieser schöne LED-Streifen hier leuchtet. Ja, also das muss ich noch ausbaldowern, aber das mache ich dann und dann werdet ihr das Ganze natürlich zur Verfügung bekommen. Ja,
Ja, in der nächsten Runde werden wir dann weitermachen mit der Elektrik. Ihr seht auch, ich habe die Motoren hier noch gar nicht angebaut und das hat auch einen Grund, warum ich die noch nicht angebaut habe, weil ich die Achsen manchmal noch bewege. Und ich sage euch mal eins, wenn ihr die Achsen bewegen wollt, habe ich euch ja gerade erzählt, dann macht ihr das nicht, indem ihr das Gerät oder das Ding, wo die Achse dranhängt, bewegt, sondern ihr dreht immer hier die Kugelumlaufspindel, ne, damit das Ganze dann entsprechend ja, so bewegt wird. Also ihr seht, das haut alles soweit hin. Und wenn ihr nachher Probleme haben solltet, dass wenn euer Motor drauf ist und die Spannung der Fräse wird ausgehen, also ihr macht sie aus und die Spindel fällt runter, dann müsst ihr euch noch irgendwas überlegen, denn das kann sein, dass euer Steppermotor sich weiterdreht, hier dann, weil das Gewicht so schwer ist und dann fällt die Spindel runter. Da müsst ihr sie dann möglicherweise, bevor die Maschine ausmacht, halt absetzen, die Spindel. Ne? Das geht dann leider nicht anders, weil die Achse ist nicht gebremst. Das kann euch eben passieren. Wenn der Motor aktiv ist, wenn die Steuerung aktiv ist, dann kann man einstellen, dass die Steppermotoren die Achse halten sollen. Ja, dann verklemmen die sich sozusagen elektrisch. Und hier ist ja auch nicht viel Zug drauf. Ja, also wenn ich das hier so drehe, das ist jetzt nicht viel Zug, das kann ich mit der Hand drehen. Der Steppermotor muss ja dann bloß gegenhalten, sage ich mal. Ja, also ich zeige euch das mal, wenn ich die jetzt hochdrehe, die Achse, jetzt ist ja in der Luft, guck mal, ich kann die ganz easy festhalten. Mit 2 Fingern, hier, ihr seht es, ne? Aber wenn ich es jetzt loslasse, dann zischt sie los. Das ist ja das, was man nicht machen soll. Man soll nicht mit der Achsbewegung die Nuss drehen und damit die Spindel. Ne? Ja, also das war's heute. Spindel hängt. Wunderbar, freue ich mich. Und Spindelklammer richten wir dann später aus beim Tramming und Trimmen. Trimmen, Trammen, Spindel ausrichten, X-Achse ausrichten, also Squareness, ne? Also Winkligkeit. Die Z-Achse müssen wir noch gerade stellen und dann machen wir das Nodding noch, ne? Dass die Achse so ordentlich steht, so gerade steht. Dann machen wir das Trimmen hier noch. Und wenn wir das mit der Achse gemacht haben und die wissen, dass die hier schön hoch und runter fährt, schön gerade, dann machen wir die Spindel perpendular, heißt das, glaube ich, heißt das so? Senkrecht, ne? Senkrecht in alle Achsen, dass die halt so senkrecht steht und so auch senkrecht steht. Also erst Z, dann Spindelklammer. Ja, und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ne? In der Zeit können wir hier natürlich auch schon die Wasserschläuche dran machen. Hier oben würde ich mir einen Durchflusssensor dran bauen, also so ein Durchflussrädchen, damit wir sehen können, ob da Wasser durchfließt. Aber das machen wir alles noch später. Ich werde auch keinen 20 Liter Wasserbehälter nehmen, wie das die ganzen Amerikaner nehmen. Ich werde einen dreifachen, also einen 360er PC-Cooling-Radiator nehmen, der dann meine Spindel kühlt mit einem Closed-Loop-System. Und ja, was war noch eine Abweichung, was ich nicht machen werde? Ja, ich mache bei der Elektrik ein paar Abweichungen, aber wir sprechen dann in einem gesonderten Video, bevor es dann eben losgeht mit der Elektrik, sprechen wir nochmal über die Verkabelung der Print-NC, wie sie original vorgesehen war. Und so würde ich euch auch raten, das zu bauen. Ich werde das so nicht bauen. Ich baue das ein bisschen anders, das hat aber Gründe. Aber über die müssen wir nicht reden. Das Design, was die Amis da gemacht haben, ist halt Ami. Ja, und ich will das halt so nicht bauen. Und dementsprechend, ja, werden wir dann entsprechend uns wiedersehen, wenn dann die Elektrik soweit ist, würde ich sagen. Nicht wahr? Ja, und dann werden wir dann bestimmt auch irgendwann mal die ersten Meter fahren mit dem Ding. Wir werden sehen. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Im nächsten Video gucken wir uns die Elektrik an. Und wenn mir nicht schon was anderes einfällt. Und solange bleiben meine Motoren noch ab, damit ich die Achsen hier noch hin und her fahren kann mit der Hand. Ne? Weil wenn die Motoren dran sind, dann ist ja erst recht schwer. Die Kabel der Motoren werden hier durch die Dings gehen. Also hier, sieht das ja, ne? Die werden hier durchgehen. Hier werde ich jetzt noch neue Deckel designen, die dann hier Löcher haben, 2 Stück. Und dann kommen da 2 Verschraubungen rein. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und dann gehen die Kabel hier direkt raus und andere Seite, also rein, andere Seite wieder raus und gehen dann runter zur Steuerung. Ne? Und der Z-Motor geht durch einen Schlepp, geht durch den Schlepp, also durch einen X-Schlepp, durch einen Y-Schlepp und dann zur Steuerung. Die beiden Motoren gehen hier durch und gehen hinten einfach zur Steuerung. Und der X-Motor geht hier auch ins Schlepp rein und geht auch zur Steuerung. Ja, also das ist dann easy peasy. Stromkabel genauso für die Spindel, geht durch einen Z-Schlepp, durch einen X-Schlepp, geht durch einen Y-Schlepp und geht dann runter in die Steuerung. Genauso wie die Wasserschläuche und auch das Netzwerkkabel. Ne? Also das Netzwerkkabel geht durch einen X-Schlepp, endet hier und das hier geht durch den Y-Schlepp und endet dann wieder in der Steuerung. Und das ist eigentlich alles von der Verkabelung. Was wir natürlich noch haben, sind die Endstops. Klar, logischerweise habe ich euch ja erzählt. Der Y2-Endstop, der rechte, der kommt hier auf A. Da liegt hier das Kabel schon, ja, braucht da bloß ein kurzes Ende. Der von da drüben, der muss hier in der Achse langlaufen, im Gantry und kommt dann hier aus dem Gantry wieder raus. Könnt ihr einfach ein kleines Loch bohren und geht dann hier auf Y. Ja, Y ist der linke, A ist der rechte oder Y2, je nachdem, was ihr hier ausdruckt.
Und wie gesagt, hier oben kommt der ZN-Stopp hin und der, wenn ihr wollt, der Toolsetter, was keinen Sinn macht, ne? Sondern der Werkzeuglängensensor geht direkt zur Steuerung, aber hier geht noch dann hin der, was ich vorhin schon erzählt habe, die 3D-Probe. Die geht hier oben auch mit dran. Ja, ja, das war schon. Also dann, wirklich, wenn ihr Fragen habt, kommt in Discord. In beiden Discords, also in meinen oder den der Print-NC, oder schreibt in die Kommentare. Und for my English viewers, I will activate the subtitles so you can read it and understand what the German Chris said. Okay, let's fetz. We are seeing us in the next video. Bye bye. Chrissy Schnissi.